Hi liebe Moonies und herzlich willkommen zu diesem Video. Ja, es ist endlich wieder soweit. Ich habe neue Sailor Moon Fakten für euch. Hoffentlich habe ich auch dieses Mal wieder was Interessantes rausgesucht. Meine Quellen stehen in der Videobeschreibung und dann würde ich sagen, fangen wir einfach direkt an. Fakt Nummer 1. Die Mangaka Naoko Takeuchi hatte 3 Versionen von Akt 3 geschrieben. Das ist das Kapitel, in dem Sailor Mars auftaucht. Im Anime wurde die erste verwendet und im Manga die letzte. Also in diesem Fall stammen die Änderungen im Anime von Naoko selbst. Zum Beispiel, dass sich Jadeite im Mikaba-Schrein als Priester tarnt. Ihrem Redakteur gefiel aber einfach die andere Version besser, die dann im Manga war. Fakt 2. Erinnert ihr euch an die DD-Girls? Das waren die Dämonen, gegen die die Senshi im Staffel-1-Finale am Nordpol gekämpft haben. Man fragt sich ja immer, wofür die beiden Ds im Namen stehen. Aber jetzt habe ich eine Theorie für euch. 1991 gab es eine Band namens CC Girls. Das steht für cool und classy. Und das würde auch zeitlich passen. Aber was noch interessanter ist, ursprünglich hieß die Gruppe DD Gaps. Das wären schon wirklich viele Zufälle, wenn das keine Anlehnung daran gewesen wäre. Der dritte Fakt. Ich habe ja schon mal erwähnt, dass die japanische Sprecherin von Sailor Tinyanko auch Pikachu gesprochen hat. Aber das Witzige ist, die neue Tinyanko aus den Sailor Moon Cosmos Filmen hat auch Pikachu gesprochen. Allerdings nicht das Pikachu von Ash, sondern ein anderes. Aber ich finde das sehr cool. Fakt 4 stammt wieder mal aus der Rubrik Absurde Zensuren in anderen Ländern. In Südkorea wurde alles rausgeschnitten und editiert, was mit japanischer Kultur zu tun hat. Und ihr könnt euch denken, dass das vor allem Szenen mit Rei am Hikawa-Schrein betrifft. Und das sind ziemlich viele. Auch sämtliche japanische Schriftzeichen wurden entfernt und die Stellen dann einfach leer gelassen. Die Handlung wurde auch nach Südkorea verlegt. Anscheinend war es verboten, Werke mit japanischer Kultur auszustrahlen, da die beiden Länder eine komplizierte Vergangenheit miteinander haben. Später gab es allerdings eine etwas originalgetreuere koreanische Synchro. Aber das Beste bei den älteren Dubs finde ich ja noch, sie haben bei den Starlights und beim Amazones-Quartett Kleidung dazu gezeichnet, damit die nicht so freizügig sind. So dämlich ich das auch finde, Respekt für die ganze Mühe. Denn da muss man ja bei jedem Frame einfach was dazu zeichnen, oder? Wow. Fakt 5. Sailor Uranus erwachen sehen wir ja in einer Anime-Folge. Aber wie Sailor Neptune eigentlich zur Kriegerin wurde, ist ein kleines Mysterium. Allerdings gibt ihr Prolog zu Sailor Stars mehr Aufschluss darüber. Zusammen mit den Character-Songs wurden nämlich auch oft Gedichte und Prologe zu jedem Charakter veröffentlicht. Und in einem von Michiru heißt es, dass jede Nacht Träume vom Weltuntergang hatte und dadurch erwachten auch ihre Erinnerungen an ihr früheres Leben und sie wusste, dass sie Sailor Neptune ist. Ob sie dadurch auch direkt erwacht ist oder ob sie erst von einem Monster angegriffen werden musste, wie bei Haruka, bleibt ungeklärt. Aber immerhin wissen wir dadurch etwas mehr. Nummer 6. Es wird ja immer darüber gescherzt, dass Magical Girl Verwandlungen ewig dauern. Aber wie lang sind sie in Sailor Moon tatsächlich? Der Schnitt liegt ungefähr bei 40 Sekunden. Die längste Sailor Moon Verwandlung stammt aus Sailor Moon Crystal Staffel 1 und 2 mit 56 Sekunden. Und die kürzeste ist die von Super Sailor Moon im 90er Anime mit nur 13 Sekunden. Weiter mit Fakt 7. In Folge 3 ging es um den Radiosender FM Nummer 10. Wusstet ihr, dass diese Nummer aber kein Zufall ist? Denn die Serie spielt ja im Bezirk Juban. Und das bedeutet wörtlich Nummer 10. Deshalb sieht man auch immer wieder diese I Love Bun im Hintergrund, denn das 1 Herz könnte man auch als 10, also Ju, lesen. Der 8. Fakt. Kunihiko Ikuhara, der Regisseur von Staffel 2 bis 4, war ein großer Sailor Mars-Fan. Er hat sie sogar mal gecosplayt. Das könnte auch der Grund für die Rei- und Mamoru-Beziehung im Anime gewesen sein. Damals in Staffel 1 war er zwar noch nicht der Regisseur, aber Regieassistent. Außerdem mochte er wohl Mamoru nicht besonders, was man im Anime vielleicht auch merkt. Und Fakt 9 hat auch mit ihm zu tun. Kunihiko Ikuhara besitzt eine grüne Sportjacke, so ähnlich wie die Mamoru oft anhat. Tja, jetzt wissen wir, warum Mamoru die trägt. Und ich muss es kurz erwähnen, weil ich es so lustig finde. Jemand hat tatsächlich eine Fanfiction über diese Jacke geschrieben und wie hässlich sie ist. Das muss man auch erstmal schaffen.
Fakt 10. Im Anime vereinen Sailor Moon, Mercury und Mars ja manchmal ihre Attacken, also das ist dann die brennende Moon Tiara mit den Seifenblasen. In der Serie hat die Attacke zwar keinen eigenen Namen, aber laut einem Buch zum Anime heißt sie Stardust Stream Attack. Der Name kommt auch im Videospiel Another Story vor. Fakt Nummer 11. Bisher blieben die offiziellen Sailor Muse größtenteils den Leuten in Japan vorbehalten, aber von den neuen Musicals haben es ein paar zumindest in irgendeiner Form ins Ausland geschafft. Die Musicals Petite Étrangère und Nogizaka 2019 wurden in China aufgeführt. Amour Eternal kam sogar in die USA, allerdings in einer sehr verkürzten Fassung, die quasi schon eine neue kleine Story war. Das Ganze fand auf der Anime Matsuri 2017 statt und dauerte nur circa 30 Minuten. Der Plot war, dass Houston vom Dead Moon Circus angegriffen wird. Man findet die ganze Performance auf YouTube. Das Folgemusical Le Mouvement Final kam zwar nicht mehr live nach Übersee, aber dafür mit Untertiteln ins Kino. Und zwar in die USA und weitere englischsprachige Länder und auch mehrere Länder in Südamerika. Die Show The Super Life wurde dann sogar extra für ein internationales Publikum konzipiert und enthält wenig Sprache. Es wird also alles mehr durch Tanzen und Gestik und so weiter ausgedrückt. Die Show kam in die USA, Frankreich und Taiwan. Außerdem gab es einen internationalen Stream mit englischen Untertiteln für Nogizaka 2019 und Kaguya Hime no Koibito. Der war natürlich kostenpflichtig, aber es war auch hierzulande möglich. Es wäre echt schön, wenn es sowas öfter mal gäbe. Aber kommen wir nun zu Fakt 12. Wenn ich das richtig sehe, haben bisher 11 deutschsprachige Sender Sailor Moon ausgestrahlt. ZDF, RTL 2, Sat1, Junior, Tele 5, ORF in Österreich, SRF in der Schweiz, Animax, Viva, RTL 2U und Six. Es sei dazu gesagt, dass RTL 2U ein reiner Online-Sender war, aber trotzdem ziemlich viele, oder? Und Fakt 13. Laut Wikipedia ist Sailor Moon unter den Top 100 der finanziell erfolgreichsten Media-Franchises. Vor einer Weile war es in der Liste sogar ungefähr Platz 30, allerdings ändert sich die Liste ja ständig und es ist nicht so einfach, da akkurate Zahlen zu bekommen. Jetzt scheint es wohl abgerutscht zu sein und steht aktuell bei geschätzten 2,5 Milliarden $ für Merchandise-Verkäufe. Trotzdem beeindruckend. Der 14. Fakt. Die Designs für die Schuluniformen von Usagi, Ami und Minako sind von Naoko Takeuchis damaliger eigener Schuluniform inspiriert. Nämlich ging sie auf die Kita-Mittelschule in Kofu. Die Schleife ist zwar heute hellblau, war aber früher anscheinend rot wie bei den Senshi. Die anderen Uniformen in der Serie, wie die von Makoto, sind wahrscheinlich erfunden. Und Bonusfakt, Naoko wollte gerne in der Highschool auf eine christliche Mädchenschule gehen, so wie alle anderen Frauen in ihrer Familie. Als sie aber auf eine öffentliche Schule geschickt wurde, war sie ziemlich enttäuscht. Jedenfalls dürfte das auch der Grund sein, warum Rei eine solche Schule besucht. Und Fakt 15. Bei Prinzessin Kakyu stellt sich mir immer die Frage, was sie eigentlich mit dem Mond zu tun hat. Schließlich wird immer betont, dass sie eine ähnliche Aura wie Serenity hat. Außerdem heißt es im Song Search for Your Love immer Moonlight Princess. Dazu habe ich jetzt eine Erklärung gefunden. Kakyus Outfit ist ja etwas chinesisch angehaucht. Und in China gibt es nicht den Hasen im Mond, auf dem ja Usagi basiert, sondern den Osmanthusbaum auf dem Mond. Einer Legende nach ist dort ein Mann, der als Strafe ewig auf diesen Baum einhacken muss, der sich immer wieder regeneriert. Und wer in anderen Videos von mir gut aufgepasst hat, weiß, dass diese Pflanze auf Japanisch Kinmokusei heißt, also wie der Planet der Starlights. Kakyu trägt diese Blüten ja auch an ihrem Kopfschmuck. Na, so ein Zufall. Fakt 16. Wie die meisten Manga wurde Sailor Moon zuerst in einem Manga-Magazin veröffentlicht, bevor es die Taschenbücher gab. Das Kapitel Akt 30 allerdings nicht direkt. Stattdessen war es in einem kleinen Heft, das dem Magazin als Extra beilag. Da diese Extras namens Fudoku gerne mal vom Magazin getrennt werden und verloren gehen, ist es wohl ziemlich selten. Vielleicht wollte ich an dieser Stelle auch ein bisschen damit angeben, dass ich es habe, aber ich finde es tatsächlich ziemlich spannend, denn das ist halt der einzige Akt, der nicht direkt im Magazin veröffentlicht wurde, soweit ich weiß. Kommen wir zur Nummer 17. Die 4. Staffel, Sailor Moon Supers, sollte ursprünglich mit Sailor Moon SS abgekürzt werden. Ich meine, ist ja nur logisch, da Staffel 3 Sailor Moon S hieß. Aber wenn man mal drüber nachdenkt, ist das eine ziemlich ungünstige Abkürzung, da sie mit einer Nazi-Organisation im Dritten Reich in Verbindung gebracht werden kann.
Tja, nachdem es wohl ein paar Beschwerden gab, ist es den Machern dann auch aufgefallen und das Logo wurde geändert. Weiter geht's mit Fakt 18. Wer schon mal Folge 99 namens Liebeskummer auf Japanisch geschaut hat, dem wird vielleicht ein Lied aufgefallen sein. Nämlich wenn Yuichiro dramatisch zum Zug geht und wegziehen will. Diesen Song findet man jedoch auf keiner Sailor Moon CD. Er heißt Atsusa Nigo oder Atsusa Nummer 2, was das gleiche bedeutet, und ist von Karyudo. Er stammt aus den 70ern und ist wohl recht bekannt, also wurde nicht direkt für Sailor Moon geschrieben. Das erklärt einiges. In dem Song geht es um jemanden, der seine Liebe zurücklässt und mit dem Zug wegfährt, was definitiv zur Folge passt. Wir nähern uns dem Ende mit Fakt 19. Tuxedo Masks Design wurde stark von einer bekannten Romanfigur namens The Fiend with 20 Faces inspiriert, geschrieben von Ranpo Edogawa. Er ist ein typischer Gentleman-Dieb, wie man sie oft in Anime, aber auch anderen Werken findet. Der Charakter basiert wiederum auf der Figur Arsène Lupin, den ich ja auch schon mal erwähnt habe. In der ersten Manga-Version spricht Usagi ja sogar an, dass Tuxedo Mask sie an Lupin erinnert. Allerdings ist dieser Fiend vom Design her wohl noch näher dran. Außerdem hat Naoko wohl mal gesagt, dass sie Tuxedo Mask ursprünglich mysteriöse Person mit 2098 Gesichtern nennen wollte. Also sie benutzt auch die gleichen japanischen Wörter, nur andere Zahlen. Warum auch immer 2098. Und was auch noch interessant ist, der richtige Name vom Fiend ist Endo. Genau der Deckname, den Mamoru in der Zeit benutzt, als er vom Dark Kingdom gebrainwashed wurde. Und der letzte Fakt. Laut einem Blogpost wurde in Italien ein Skript für neue Sailor Moon Folgen geschrieben, namens Sailor Moon und der Herr der Zeit. Damals war Sailor Moon ein Riesenerfolg und man hatte Angst, dass die 5. Staffel zu lange auf sich warten lässt. Also dachte man sich in Italien, wir schneiden einfach frühere Folgen zusammen, synchronisieren das neu und zack, haben wir eine neue Story. Es war wohl auch nicht das erste Mal, dass sowas in der Art mit Anime in Italien gemacht wurde. In den Folgen sollte es um Professor Tomoe gehen, der alle früheren Bösewichte wiedererweckt. Die 5. Staffel kam dann aber doch ziemlich schnell nach Italien und die Idee wurde verworfen. Darüber bin ich auch sehr froh, auch wenn es zugegebenermaßen irgendwie witzig klingt. Aber wir können davon ausgehen, dass das ziemlich trashig geworden wäre, schon allein, weil die Items und Outfits hinten und vorne nicht konsistent gewesen wären. Aber was haltet ihr davon und welche Fakten fandet ihr am interessantesten? Schreibt's mir in die Kommentare. Und wenn's euch gefallen hat, würde ich mich auch über einen Like oder ein Abo freuen. Danke fürs Zuschauen, ciao bis zum nächsten Mal, eure Sailor Cat.